Willkommen zurück zu 911 Skills. Laura, wir fahren halt ein cooles Auto, oder? Ja, richtig cool. Ein Boxster-T. Wie man sieht, Dach ist schon unten. Ja, bei dem Wetter genial. Ja, perfekt. 15 Grad heute, also... 15 Grad haben wir schon. Da haben wir alles richtig gemacht. Da werden wir heute noch die 20 Grad knacken. Das ist traumhaft. Aber morgen soll das Wetter wieder schlecht werden. Genau, deswegen haben wir uns ja heute den Tag ausgesucht, damit wir heute noch schön Cabrio fahren können. Ja, wir lassen uns das schon ein bisschen gut gehen. Ja, und jetzt mal wieder Einstiegsklasse bei Porsche. Ja, viel günstiger wird es bei euch gerade auf dem Gebrauchtwagen nicht, ne? Nee, also hier, das ist jetzt ein Rennwagen von der Porsche AG. Auch wieder ganz frisch eingetroffen in Lava Orange. Hier eine coole Farbe. Und ja, schauen wir mal, was das Auto noch so alles hat und kann. Ja, ich freue mich schon drauf. Boxster T ist wirklich so ein Auto, was ja auch für mich im Prinzip Einstieg wäre in die Porsche-Welt, was nicht unrealistisch ist. Genau. Und was halt hier auch cool ist, wir haben einen Schalter. Ja, Boxster als Schalter macht halt auch super viel Spaß. Vielleicht drehst du heute wieder deine Runde durch den Odenwald. Ganz vielleicht. Versprochen. Perfekt, ja. Ja, Schaltgetriebe, ich bin gespannt, wie es sich im Vergleich zum 4.0er anfühlt. Auch wieder 6-Gang mit einem kürzeren Schaltknopf sehe ich sogar gerade. Ja. Auch nice. Es sieht halt echt schön aus der Hand so rausschalten und ich finde auch, das Auto das fühlt sich wieder sehr direkt an. Ja, viel besser dynamisch wird es ja nicht als Boxster T. Also das ist schon... Ja. Ich war damals mit PDK von euch gefahren und es war ja irre gut. Also so scharf das Auto. Und ich bin gespannt, wie sich das jetzt mit dem Schalter anfühlt. Ob das ein riesengroßer Unterschied ist oder ob da einfach durch die Bank mehr Spaß bringt. T, das wird jetzt mal ein Video, was für mich auch sehr spannend ist. Wirklich so als erster Porsche. Ich fliege ja schon ein bisschen länger über die Caymans und die Boxsters. Und jetzt hier in Lava Orange mit Schaltgetriebe als Boxster. Sieht brutal geil aus und die ersten Meter hierhin, das Auto fährt sich auch unheimlich gut. Der 718er als T ist einfach krass agil und fährt sich einfach messerscharf. Das ist so geil. Ja, es wird jetzt ein spannendes Video. Ich bin mal gespannt, wie das Auto so auf mich wirkt. Vor allem interessiert mich für mich persönlich, ob es doch eher Cayman oder Boxster wird. Beim Schaltgetriebe bin ich eigentlich relativ offen. Auch wenn ich zurzeit mehr zum PDK tendiere, das Schaltgetriebe macht dann doch einfach ein bisschen mehr Spaß. Ja, wie gesagt, das Fahrzeug haben wir hier in Lava Orange und beim 718T, spezifisch jetzt beim Exterieur war, dass die Leuchten abgedunkelt waren, wie bei einem GTS im Prinzip. Und dann sind die Räder in grau lackiert, die Kappen von den Außenspiegeln sind auch grau und dann natürlich noch der Boxster T-Schriftzug da unten ist auch noch in grau. Die Front ist jetzt die normale Front, es hätte auch noch die Sport-Design-Front gegeben, das aber tatsächlich recht selten auf dem 718er, weil es auch ganz schnell das Budget von diesen kleinen Basisversionen sprengen würde. Am Heck finde ich gerade, dass der Boxster doch offen wesentlich besser aussieht als der Cayman. Ich finde es einfach unheimlich schön, wie die beiden Überrollbügel auch hier in der Wagenfarbe lackiert sind und dann diese Form sich hier runterzieht und das sieht einfach echt gut aus. Die Rückleuchten gefallen mir auch immer sehr gut beim 718er. Sportabgasanlage haben wir natürlich auch dabei und sonst das Fahrzeug ist eigentlich sehr Serie. Es hat keine Rückfahrkamera, aber dafür die Parksensoren vorne und hinten. Und auch nochmal da der 718 Boxster T-Schriftzug, der ist auch nochmal in diesem gräulichen lackiert. Und das finde ich passt einfach zu einer Sonderfarbe wie Lava Orange einfach so unheimlich gut. Dieser Kontrast zwischen dem dunkelgrauen und dem hellen Lava Orange. Wo es ein bisschen nicht so schön aussieht, finde ich es gerade so auf Schwarz, auf Silber und Rot. Das gibt es auch noch recht häufig, sieht es auch gut aus und richtig gut aussehen tut das auch auf Gelb. Und ja, es ist wirklich ein sehr, sehr schickes Auto. Das Interieur, hier muss ich jetzt dazu sagen, wir haben jetzt wirklich das Auto im Prinzip aus der Reinigung gerissen, weil heute der letzte Tag mit gutem Wetter ist.
Ab morgen soll es dann bewölkt sein und dann soll es auch regnen. Deswegen ist der Innen jetzt noch nicht aufbereitet. Das ist ganz wichtig. Da ist überall noch ein bisschen staubig und ein bisschen Dreck. Also guckt da nicht zu sehr drauf. Wenn das Fahrzeug einmal aufbereitet ist, dann sieht das alles picobello aus, wie auch bei den anderen Fahrzeugen, die ich euch gezeigt habe. Sonst dieses Fahrzeug hat die Serieninnenausstattung mit diesen schwarzen Hochglanzleisten. Kein Leder und auch die schwarzen Hochglanzleisten da bei der Schaltkulisse, bei dem Mittelteil. Die Sitze sind auch beim Boxster T schon die besseren. Das heißt, wir haben hier die Sportsitze Plus, 2 Wege elektrisch. Das bezieht sich auf die Rückenlehne, die man dann vor und zurück machen kann. Und sonst muss man pumpen oder den Hebel ziehen, um den Sitz nach vorne oder hinten zu ziehen oder sich hoch zu pumpen oder den Sitz abzusenken. Auch ganz nett, hier sind die Aluminiumzierleisten mit dem Boxster T. Und dieses Fahrzeug hat auch das Bose Soundsystem, was nice to have ist in einem Boxster, aber jetzt nicht unbedingt must have. In einem Cayman würde ich das aber auf alle Fälle nehmen, weil das Fahrzeug ein bisschen ruhiger ist als ein Boxster. Ja, und dann Boxster T hat natürlich diese Schlaufen zum Öffnen, wie aus den GT-Fahrzeugen. Ist natürlich jetzt nur Gimmick, ne? Das ist klar. Sonst ist das Fahrzeug hier eigentlich wie jeder andere 718er auch. Nur halt mit den entsprechenden Performance-Optionen. Und hier diese Schlaufen, da scheinen sich, finde ich, so ein bisschen die Geister dran, weil man muss die so nach vorne ziehen, um die Tür tatsächlich zu öffnen. Der andere metallene Hebel, den man so aufklappt, ist einfach für mich persönlich ein bisschen hochwertiger. Aber darum dreht es sich bei diesem Auto ja nicht. Denn beim Boxster T dreht sich hauptsächlich um die Performance-Option. Das heißt, das Fahrzeug liegt, glaube ich, schon 10 mm tiefer, hat ein mega geiles Fahrwerk verbaut, ist messerscharf. Mit Schaltgetriebe natürlich noch immer wesentlich lustiger. Sport Chrono heißt, wir haben natürlich auch hier den Drive Mode Selector. Mit PDK hat das Fahrzeug auch den Sport Response Button. Und sonst das Fahrzeug hat hier auch noch den Tempomat, der doch wirklich sehr angenehm zu benutzen ist. Auch mit dem Schaltgetriebe ist das einfach sehr, sehr schön auf langer Distanz. Ja, Sitzheizung, 2-Zonen Klimaautomatik haben wir auch. Und hier unten können wir uns natürlich die anderen Sachen noch anwählen. Das heißt, Spoiler manuell ausfahren. Wir haben natürlich die Sportabgasanlage und wir können uns die Dämpfer auch wieder härter stellen. Das Verdeck kann man auch wieder hier mit diesen Wählhebeln benutzen. Ja, und sonst natürlich, wo es sich bei diesem 2-Liter Fahrzeug natürlich umdreht, ist Verbrauch. Das ist natürlich die krasseste Art des Downsizings. Wir haben 300 PS aus 2 Liter Hubraum und wir sind bei 9,2 Liter Verbrauch hierher auf der Autobahn und ich war auch bei über 200 km/h. Die 2 Liter Maschine, ich finde die sehr angenehm, gerade im Daily-Betrieb. Das ist einfach vom Verbrauch her eine Menge angenehmer. Man tankt halt ja nicht die 12, 13, 14 Liter rein, wie sonst bei Porsches und das passt auch sehr gut zum Charakter hier. Das ist wirklich ein günstiger Porsche-Einstieg, der ist jetzt bei knapp unter 60.000 € inseriert. Da wird es schon wirklich dünn beim Porsche-Zentrum, wenn man noch günstigere Fahrzeuge haben will. Und da passt es sehr gut, dass der Spritverbrauch im Unterhalt auch ein bisschen niedriger ist. Und man kommt natürlich auf wirklich weite Strecken. 64 Liter Tank, ja, wenn man jetzt ausgeht, man fährt hier mit 8,5 Liter, was tatsächlich easy geht. Ja, dann gucken wir auf 700, 750 Kilometer Reichweite. Das ist echt nice. Und das Fahrzeug ist eigentlich auch noch sehr komfortabel dafür, dass es ja wirklich Sportwagen ist. Aber jetzt machen wir es mal wieder so, GoPro auf die Stirn und jetzt freue ich mich hier, das Wetter ist absolut traumhaft, mit dem offenen Boxster jetzt hier die Straße einfach zu genießen. Ja, und wenn euch das Video schon mal so weit gefällt, ne, lasst gerne einen Daumen oben da, das freut mich sehr. Und wenn ihr zu den über 90% gehört, die noch nicht abonniert haben und die hier den Kanal gucken, lasst doch gerne ein Abo da, das freut mich noch umso mehr. Wir haben eine Menge coole Videos, da ist bestimmt was für euch dabei. Aber genug mit dem Gebrapple, jetzt gibt es hier Porsche auf der Landstraße, es wird einfach wieder nur geil. Ja, Zündung, Sportmodus und an damit. 9,5 Liter sind wir gerade. Das wird jetzt natürlich ein bisschen mehr. Oh, und ich muss aufpassen, ich habe nur noch 153 Kilometer Reichweite. Ist es nicht einfach schön hier? Der will hier rein, perfekt. Oh, die Straßenlage ist so genial beim Boxster. Beziehungsweise Cayman. Oh, mega. Einfach nur traumhaft. Zweite Gang reicht auch wieder über 100 hinaus. Danke Navi, hier wollte ich eigentlich hin, genau. Diese Straße ist doch mal was, oder? Was sagt ihr zum Sound?
Der Sound ist auch gar nicht schlecht, oder? Hat auch wieder Autoblip-Funktion im Sportmodus, was super angenehm ist. Der Grip ist krass. Alter Scholli, ey. Dass der so viel Grip hat, dieser kleine Boxer, das hätte ich nicht erwartet. Und hier, wie er die Richtung wechselt, das ist einfach so klasse gemacht. So, drehen wir einmal um und dann geht es wieder hoch. Es ist halt so krass, dass das Auto so schnell ist, aus nur 2 Liter Hubraum. Das ist es halt bei so einem Boxster T. Der ist so schnell auf der Landstraße. Wäre ich jetzt hier in einem GTS 4.0, ich würde hier nicht schneller sein, Leute. Weil das Fahrwerk ist halt dasselbe. Es ist nur ein bisschen weniger Power. Aber das Fahrzeug hier ist dann natürlich ein bisschen leiser. Nicht leiser, sorry. Aber das Fahrzeug ist natürlich auch ein bisschen leichter, weil der Motor auch kleiner ist. Aber dieser Kraftwerk, der ist einfach so witzig. Auch wenn er natürlich nicht nur ansatzweise so gut klingt wie ein 4 Liter Saugmotor. Das ist vollkommen logisch. Ein bisschen Plöppeln ist im Auspuff drin. Dieses Fahrzeug hat natürlich auch einen OPF-Filter. Das spürt man bei so einem 2 Liter Motor, finde ich auch sehr stark. Bei so einem 2 Liter Motor, Schaltgetriebe, das ist schon ganz cool, das bringt auch Spaß. Beim 4 Liter finde ich es halt ein bisschen geiler, weil es einfach zu einem Sauger besser passt. Aber hier, das schaltet sich auch einfach unheimlich gut. Die Geschwindigkeit. Und man ist nie wirklich an der Grenze von diesem Chassis. Obwohl ich hier eigentlich fast jede Kurve mit über 90 fahre. Was schon wirklich schwierig ist, jetzt hier noch weiter Gas zu geben. Das ist einfach so ein geiles Auto. OPF ist natürlich ein bisschen schade. Aber das haben alle Boxster Ts, da kommt man nicht drum rum. Erinnert euch vielleicht noch an den anderen 2 Liter Cayman. Der hatte das ja nicht. Das ist auch ein Video, was wirklich sehr gut geklickt wird. Der war wirklich ein bisschen lauter hier. Er plöppert so ein bisschen. Ja? Ich mache gleich nochmal die GoPro an Auspuff, dann hört ihr da ein bisschen mehr von. Das ist in Ordnung, aber macht jetzt keinen riesengroßen Unterschied. Ist das genial. Diese Straße, ich liebe die so sehr, wie das hier rechts und links geht. Guckt euch das an, mit 100 km/h hier in der Kurve. Und trotzdem problemlos hier, alles sicher, alles safe. Dieses Auto ist einfach so genial, es fährt sich so gut. Ein normaler Basis-Carrera, jetzt hier dieser 992 zum Beispiel, den wir damals im Winter gefahren sind, oder auch der Enzian blaue 992S, die ja wirklich wenig Performance-Optionen hatten, fährt sich nicht so gut wie hier so einer. Und jetzt fahre ich hier entspannt und hole das nächste Auto schon wieder direkt ein. Und das ist halt krass, dass so ein kleiner, günstiger Porsche sich einfach so, wirklich, er fährt sich perfekt. Die Lenkung ist auch absolut perfekt. Die ist so gut wie im 992.
Fahrwerk ist einfach nur Perfektion. Es ist nicht zu hart, es ist nicht zu weich. Es ist einfach nur genial, dieses Auto. Und bei so einem Wetter ist natürlich das Cabrio jetzt wieder doch besser als der Cayman, obwohl ich natürlich eigentlich einen Cayman möchte, weil ich im Daily-Betrieb fahren möchte. Aber hier, wow, oder? Das ist doch einfach nur grandios. So ein tolles Auto. Was muss man sonst wissen zu so einem Boxster T oder Cayman T? Eigentlich nicht viel. Also es ist generell das beste Package, finde ich, was es beim 718er gibt. Klar, jetzt so ein GTS 4.0er ist auch heftig cool, aber das ist einfach preistechnisch in einer ganz anderen Klasse. Da reden wir im Prinzip, die gibt es wenig gebraucht. Reden wir jetzt von 30.000 bis sogar 40.000 Euro Aufpreis. Für ein Auto, was, sagen wir jetzt, ich bin jetzt mal fies und sage, es klingt einfach nur besser, es fährt sich nicht besser. Und deswegen finde ich diese 2-Liter-Motoren einfach so super, weil sie vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach perfekt sind. Ich finde es wirklich das perfekteste Preis-Leistungs-Verhältnis, was es bei Porsche gibt. Und deswegen will ich ja auch tatsächlich dann so einen haben, weil es ist kein günstiges Auto. Ja? 60.000 Euro ist eine Menge Geld, aber bei Porsche ist es natürlich wirklich günstig. Auto ist sauber, Björn wieder eingesammelt und das Wetter ist immer noch traumhaft. Und hier haben wir einen Spot gefunden, was ein gutes Beispiel dafür ist. Ja, es kommt immer darauf an, in welche Richtung man fotografiert. In die Richtung ist nicht so schön, aber wenn ich mich hier umdrehe, was eine Aussicht. Das ist ja grandios. Ganz da hinten ist übrigens Mannheim und Weinheim. Das ist echt geil, was manchmal so für Lücken hier im Odenwald sind. Und Björn, wie ist deine Meinung zu Lava Orange? Ja, schick. Passt halt wieder super an die Landschaft hier, ne? Ja, das stimmt. Die Landschaft passt sehr gut. Wie findest du das mit diesen grauen Akzenten? Ganz gut. Also bei dem Auto passt es halt, ne? Weil es halt ein schöner Kontrast ist. Das ist gut zu wissen. Auch mit den Spiegeln ist auch gut. Wie meinst du als 911 Scales Mobil? Taugt das was? Definitiv, ja. Oder ist noch zu leise? Ja, am Klang, ja. Ich find's okay, aber ja. Ist jetzt kein Ballermann, aber eben. Ist okay. Ballermann machen wir nicht. Aber ja, so ein 718er, aber ich glaube eher als Cayman, oder? Ja, ich bin sowieso mehr Fan von geschlossenen Autos. Obwohl Ja. Cabrio bei dem Wetter natürlich gut ist, aber Ja, bei dem Wetter ist echt klasse, aber vorhin habe ich das Verdeck auch wieder zugemacht, weil da wurde es mir einfach zu warm. Und ja, ich bin nicht so der Mensch, der gerne mit Cappy fährt. Deswegen bin auch ich eher dann der Coupé-Mensch und im Winter ja sowieso. Aber wirklich ein traumhaftes Auto. Das war's mit dem schönen Wetter. Jetzt haben wir wirklich bis auf die letzte Minute das ausgenutzt. Jetzt ist es bewölkt, nicht mehr schön. Also Verdeck zu und auf der Autobahn muss man beim 718er eigentlich das Verdeck zu haben, beim Boxster. Und das ist auch ein Grund, warum ich dann eher zum Cayman tendieren würde. Aber ja, dieser kleine Vierzylinder
der ist halt unheimlich ruhig und das ist halt auch sehr vorteilhaft, gerade auf der Autobahn, auf der langen Strecke. Und die Getriebesetzung von diesem manuellen Getriebe, die ist echt angenehm. Also eigentlich auf der Autobahn, es reicht, weil die ganze Zeit im 6. Gang fährt. Er hat immer Drehmoment, der VTG Turbo macht es easy, problemlos. Und da fängt es jetzt auch schon an zu regnen. Ja, wir fahren 160, wir können uns ganz easy unterhalten. Was für einen Sportwagen sehr angenehm ist. Und man denkt ja eigentlich, so ein T ist ja eher so der rauere, aber nee, der ist halt super angenehm gemacht. Das ist nicht wie damals beim Carrera gewesen, wo sie dann die Dämmung rausgeholt haben und so weiter, sondern hier, das ist wirklich nur die Option, die kleinen eher Schlaufen als Türhenkel und das war's. Deswegen, das Fahrzeug hat wirklich keinerlei Nachteile gegenüber dem normalen. Gerade auf der Autobahn bin ich immer wieder überrascht, wie gut dieser kleine 2-Liter-Motor ist. Also wir fahren ja 130 und man drückt rein. Er schaltet kurz um die Geometrie und er drückt und drückt und drückt, total easy. Wo man eigentlich so denkt, ach, so ein kleiner 2-Liter-Motor, ist das wirklich Porsche-like? Aber ja, der ist wirklich schnell. Und er ist auch wirklich schnell genug. Also diese 300 PS, man denkt wirklich nie, ach, ich brauche unbedingt mehr, es ist so underpowered. Und ihr habt ja gesehen auf der Landstraße, wie der hier abgeht. Ne? Also was da für Geschwindigkeiten in den Kurven möglich sind. Und ich drücke das Auto ja nicht über den Grenzbereich oder ansatzweise an den Grenzbereich. Also ich mache das ja alles total easy. Und so ein Boxster T vermittelt einen einfach absolute Sicherheit beim sportlichen Fahren. Das bringt so Spaß. Wir tuckern jetzt zurück zum Porsche-Zentrum. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Lasst gerne einen Daumen oben da, wenn das der Fall war. Link zu dem Auto ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn jemand Interesse hat, darf er die Kontaktdaten von Laura gerne nutzen. Ist wirklich ein tolles Auto hier, gerade so als Zweitwagen. Bringt unglaublich Spaß auf der Landstraße. Und auch mal zum Verreisen ist das auch super angenehmes Fahrzeug. Ja, lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Dann seht ihr auch die nächsten Videos, die wir machen. Und das war's bis hierhin. Bis dann. Allah. Ciao.